Frühmorgens leeren Leopardenmütter ihre Jungen die ersten Pirschbewegungen im sanften, weißen Sonnenlicht, das die üppig grünen Blätter des Waldes bedeckt. Das eifrige Leopardenjunge jagte ein flinkes braunes Kaninchen, rannte und strampelte dabei ungeschickt mit den Beinen auf eine niedliche, kindliche Artikel. Das Kaninchen huschte zwischen den Felsen hindurch und verschwand, sodass das Junge ihm hinterherlaufen konnte, ohne sich die Mühe zu machen, nach hinten zu schauen. Vertieft in die Jagd, entfernte es sich allmählich von seiner Mutter, einem Leoparden, die dort mit ungewöhnlicher Geduld wartete. Als es stehen blieb, blickte das Junge sich um und merkte, dass ihm der Wald fremd geworden war, von seiner Mutter war keine Spur mehr zu sehen. Panik schlich sich in jeden schwachen Atemzug, sodass es leise zu rufen versuchte, in der Hoffnung, seine Mutter würde es hören. Doch das Rauschen des Windes übertönte alle Geräusche, sodass das Junge in panischer Angst seinen Weg finden musste. Es wagte sich dem seltsamen Geruch entgegen, der aus dem Wald herüberwehte, in der Hoffnung, einen sichereren Ort zum Verweilen zu finden. Der Pfad führte das Jungtier zu einem kleinen Wohngebiet, wo sich Holzhäuser zwischen Grasflecken schmiegten, die nach dem Regen grün geworden waren. Das seltsame Gefühl ließ ihn sich tief bücken, Schritt für Schritt schlich er auf Zehenspitzen durch den Zaun, der mit feuchtem Gras bedeckt war, das noch immer nach kalter Erde roch. Hinter einem kleinen Haus stand die Badezimmertür einen Spalt offen, durch den ein Lichtstrahl fiel, der die Neugier des Leopardenjungen weckte. Es trat langsam ein, sein Atem zitterte, als es inmitten eines sauberen, hellweißen Raumes stand, den es noch nie zuvor gesehen hatte. Auf dem kalten Boden beobachtete der Leopard mit weit aufgerissenen Augen alles und hielt ständig Ausschau nach ungewöhnlichen Bewegungen. Der Lärm draußen erschreckte ihn, und er sprang schnell auf die Toilette, um einen höheren Unterschlupf zu finden. Die glatte Toilette ließ ihren kleinen Körper zu einem zitternden, verwirrten Häufchen Elend zusammenkrümmen. Da das Junge nicht wusste, wohin es gehen sollte, kauerte es sich zusammen, die Ohren angelegt, sein Keuchen hallte leise in dem geschlossenen Raum wider. Das langsame Vergehen der Zeit verstärkte die Spannung noch, doch die Erschöpfung ließ es allmählich flach auf der kühlen, runden Oberfläche liegen. Immer wieder rieb es sich sanft die Füße, in der Hoffnung, die vertraute Wärme seiner Mutter zu finden, stieß aber nur auf kalte, gleichgültige Luft. Den ganzen Nachmittag lang hatte sich das Leopardenjunge einfach zusammengerollt und hoffte, dass niemand seine zerbrechliche Existenz entdecken würde. Durch das kleine Fenster fiel schräg Sonnenlicht, das dem zitternden, gefleckten Fell des verlorenen Wesens einen blassen Gelbton verlieh. Am späten Nachmittag war Mira losgerade von einem langen Arbeitstag im Emerald Ridge Wildlife Reserve zurückgekehrt. Sie öffnete die Badezimmertür, um sich die Hände zu waschen, und ahnte nicht, dass sich dahinter ein wildes Tier versteckt hielt. Als die Tür aufschwang, blieb Mira stehen und riss die Augen auf, als sie ein Leopardenjunges direkt auf der Toilette sitzen sah. Sie schrie reflexartig auf, woraufhin das Junge aufsprang und mit den Füßen leicht auf dem Porzellan ausrutschte. Der Schrei hallte in dem kleinen Raum wider und erzeugte einen angespannten Moment zwischen Mensch und Tier. Mira erkannte jedoch schnell, dass es sich nur um ein sehr junges Leopardenjunges handelte, seine Augen waren voller Angst und überhaupt nicht wild. Sie trat einen Schritt zurück und versuchte, ihre Atmung zu beruhigen, um das Tier nicht noch weiter zu beunruhigen. Das Junge legte die Ohren an, drückte seinen Körper dicht an die Toilettenschüssel und atmete schwer, was zeigte, dass es verzweifelt nach Schutz suchte. Mira sprach leise, ihre Stimme tief und warm, als wolle sie die Angst besänftigen, die das kleine Tier ergriffen hatte. Sie duckte sich, bemühte sich um eine nicht bedrohliche Haltung und blickte dabei stets nach unten, um dem Jungen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. In diesem Moment begriff Mira, dass der kleine Leopard in dieser fremden Umgebung erschöpft sein könnte, wenn sie ihm nicht half. Sie beschloss, sich langsam zu nähern, in der Hoffnung, ein gewisses anfängliches Vertrauen zwischen den beiden einander beobachtenden Wesen herzustellen. Als Mira näher kam, bemerkte sie, dass der eingefallene Bauch des Jungen verriet, dass es seit Stunden nichts gegessen oder getrunken hatte. Sie verließ den Raum, nahm die Flasche mit der Streunerkatzenmilch, die dort immer bereit stand, und kehrte mit ihrer gewohnten Gelassenheit zurück. Der Duft der Milch ließ das Leopardenbaby aufsitzen, seine Augen glänzten vor Zweifel und zerbrechlicher Hoffnung.
Mira stellte die Milchflasche auf den Boden und entfernte sich langsam, um dem Tier Zeit zu geben, selbst zu entscheiden. Das Junge näherte sich, berührte mit seiner Nase den Sauger der Flasche und trank langsam, als fände es in seinem verlorensten Moment einen Retter. Nach dem Trinken rieb es sanft seinen Kopf an Miras Bein und erzeugte so ein Gefühl des Vertrauens, das sie leicht berührte. An diesem Abend folgte das junge Mira im ganzen Haus und spielte mit kleinen, huschenden Schritten auf dem Holzboden. Wenn es müde war, rollte es sich eng an Miras Füße zusammen und suchte nach neuer Wärme, um die Wärme seiner verschwundenen Mutter zu ersetzen. Am nächsten Morgen rief Mira beim Emerald Ridge Wildlife Reserve an, um die unerwartete Situation zu melden und um Transporthilfe zu bitten. Sie hob das Junge vorsichtig in seine weiche Transportbox und beruhigte es vor der Reise in Sicherheit. Auf dem Weg zum Schutzgebiet schaute das junge Mira immer wieder an, offenbar aus Angst, in dieser fremden Welt allein gelassen zu werden. Bei der Ankunft wartete bereits ein Team von Tierärzten, um das kleine Tier einer vollständigen Gesundheitsuntersuchung zu unterziehen. Sie maßen die Herzfrequenz, überprüften Ohren, Zähne und Reflexe und stellten Anzeichen leichter Mangelernährung fest. Die Ergebnisse zeigten, dass das Jungtier nicht schwer verletzt war, sondern nach der langen Reise von seiner Mutter lediglich unter Wasser und Energiemangel litt. Mira blieb die ganze Zeit an der Seite und blickte sanft zu dem Jungen, um ihm zu helfen, sich angesichts der ungewohnten Werkzeuge zu beruhigen. Als er in den Genesungskäfig gesetzt wurde, schaute der Leopard Mira immer wieder an, als ob er hoffte, dass sie nicht allzu lange wegbleiben würde. Die Mitarbeiter bereiteten schnell eine spezielle Diät vor, um dem Jungtier zu helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Eine kleine Ecke des Käfigs ist mit weichen Decken ausgelegt, damit der Leopard nachts gut schlafen und sich sicher fühlen kann. In den ersten Tagen verbrachte Mira viel Zeit damit, das Junge zu besuchen und zu füttern, damit es sich nicht einsam fühlte. Nach und nach begann das Junge mehr zu spielen, was zeigte, dass sich sein Körper von Tag zu Tag deutlich erholte. Nach wochenlanger Pflege nahm das Jungtier rasch an Gewicht zu, seine Muskeln strafften sich und sein geflecktes Fell wurde glänzend und schimmernd. Es begann, seine neugierige Natur zu zeigen und erkundete ständig jeden Winkel des Käfigs, als wolle es diese riesige Welt verstehen. Die Tierärzte merkten an, dass der Leopard ein gutes Temperament und schnelle Reaktionen habe und sich daher nach Erreichen der Erwachsenenaltersstufe für die Jagdausbildung eigne. 2 Monate später begannen die Ranger, es im Trainingsgelände mit an einer Leine geführten Beutemodellen einzusetzen. Es wirkte anfangs etwas unbeholfen, verbesserte sich aber allmählich und zeigte unglaubliche Geschwindigkeit und Genauigkeit, als es auf sein Ziel zusteuerte. Mira stand oft aus der Ferne da und beobachtete das Geschöpf, das einst auf der Toilette gezittert hatte, nun stark und selbstbewusst. Die Jungtiere lernen, sich anzuschleichen, sich leichtfüßig zu bewegen und hoch zu springen, wichtige Fähigkeiten für das Überleben in der Wildnis. Jede Trainingseinheit steigerte seinen Eifer, als ob seine wilden Instinkte richtig geweckt würden. Die Bindung zwischen Mira und dem Leoparden bleibt stark, obwohl sie den Kontakt einschränkt, damit er sich allmählich an das Leben in freier Wildbahn gewöhnen kann. Die Menschen im Reservat glauben, dass der Leopard eines Tages stark genug sein wird, um in den Wald zurückzukehren. Eines Nachmittags stand Mira vor dem Trainingszaun und beobachtete, wie das Leopardenjunge mit einem Blick voller Leben über das grüne Gras flitzte. Es blieb stehen, drehte sich um und blickte sie mit einem vertrauten Blick an, der eine unbeschreibliche Zuneigung in sich barg. Mira lächelte, als ihr bewusst wurde, dass das Wesen, das einst auf der Toilette gezittert hatte, nun erwachsen und viel mutiger geworden war. Sie wusste, dass dieses Gefühl nicht beibehalten, sondern als Motivation genutzt werden musste, um es dorthin zurückzubringen, wo es hingehörte. Das Junge näherte sich dem Zaun und rieb sanft seine Nase an der Holzstange, als kurzen Abschied von Mira. Der Nachmittagswind wehte vorbei und ließ sein Fell leicht flattern, er trug den freien Atem des grünen Waldes mit sich, in den es zurückkehren würde. Mira flüsterte einen Wunsch nach Frieden und hoffte, dass er immer so stark sein würde wie in den ersten Tagen, als sie verloren und voller Angst war. Obwohl das Datum ihrer Wiedervereinigung unbekannt ist, glaubt Mira, dass die Liebesbeziehung zwischen ihr und dem Löwenjungen ewig währen wird.